Andersrum frage ich mich hier gerade, wenn hier Leute durchgekommen sein sollten, wo sind die lang? Da scheint mir der Weg irgendwie von links. Hier seht ihr eine von diesen riesengroßen Agaven. Und jetzt fahren wir durch so einen, da möchte ich gerne Tannenbaumwald. Ja, auch hier empfehlen wir ein recht höher gelegenes Auto. Der Weg ist bisher noch nicht ganz so schlimm, aber es ist definitiv empfehlenswert. Ein weiteres Hindernis auf unserer Reise. Wir kommen nicht durch. Martin geht jetzt mal gerade fragen, ob die Straße da so kaputt ist, auch weiter. Oder ob wir da irgendwo drehen können oder sonst was. Weil zurück geht es eigentlich relativ nur einspurig. Und an dem LKW kommen wir definitiv nicht vorbei. Wir gehen jetzt gerade hier so von dem Eingangsbereich quasi los. Ich zeige ich euch einmal. Wir haben jetzt 25.000 pro Person bezahlt. Und so geile rosa Bändchen gekriegt, ja. Geil, ist, oder? In Deutschland bestimmt Trend, ja. Hier vorne sind so einzelne Unterkünfte. Ich denke mal, das hier werden so die Toiletten sein. Das hatte ich gesehen, kostet, ich glaube, 400.000 die Nacht oder 350. Ja, da müssen wir gleich mal so gucken. Aber wir wollen ja eigentlich zum Salto. Das ist hier wie so ein Kletterpark, Wald. Aber da ist auch nur so ein Durchgang, der jetzt gerade zu ist. Mal gucken, was hier so alles ist. Ja, ach, da ist ein Spielplatz. Wenn man denn hier hinkommt, ist das schön gemacht. Der Wächter hat uns jetzt gerade so ein Foto gezeigt, wie gestern hier ein Auto vom Weg abgekommen ist. Naja, das sah jetzt nicht ganz so gut aus. Also besser ein hohes, großes und sogar noch am besten ein starkes Auto. Und jetzt habe ich nasse Füße. Das ist geil. Und man hört schon das Wasser. Ja, doch, Kletterwald. Dann ist Spielplatzwald. Wieso habe ich eigentlich diese Schuhe an? Ich wollte eigentlich meine Turnschuhe anziehen. Also, mal gucken, ob das hier mit den Flipflops klappt. Hier sind jetzt so, na Miradores ist ja eigentlich, glaube ich, Mehrzahl, ne? Aussichtstürme, Aussichtstour. Genau, also der eine kommt jetzt hier, da gehen wir, glaube ich, mal hoch, ne? Nee, das ist hier. Oh, das ist zu. Ach ja, ja. Für diese Seilbahn. Tirolesa. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie rauskriegen, wo du dann rauskommst. Blöd ist, wir sind heute wieder ein bisschen im Zeitdruck. Wie immer. Wir hatten jetzt auch nicht allzu viel Zeit, hier Ausflüge zu machen wegen dem Regen. Deswegen müssen wir jetzt in den letzten Tagen viel reinknallen, bevor es nach Hause geht. Also ein ja, sehr wankelmütiger Weg. Wie nennt man das? So, der ist so gut, der Weg. Ja. Wenn man so einen Gleichgewichtssinn hat hier, ach du Scheiße. Also wenn man ein bisschen Gleichgewichtssinn hat und nicht so wie Sarah so immer so ein bisschen schwankend unterwegs ist, dann ist das eigentlich super hier diesmal. Also muss man echt sagen, das ist sehr gut ausgebaut. Wolltest du mal weiter filmen? Ich muss mich festhalten. Runter geht immer schnell, ne? Runter geht leicht. Ich habe gesagt, ich mich filmen.
Sarah hat ihre Badesachen dabei. Die hat zwar nicht so eine große Klappe gehabt wie ich am Salto Cristal, wo ich gesagt habe, ich gehe auf jeden Fall rein. Musst du mich jetzt verraten? Sie hat nämlich extra gesagt, ich habe es vorher nicht öffentlich groß angekündigt, so wie ich damals. Aber ja, wir wollen noch mal hoffen, dass sie gleich da mal in die Fluten springt. Aber so wie mir das aussieht, sind die Treppen bis unten hin echt gut gemacht. Die letzte Stufe. Und dann wird es natürlich hier wieder ein bisschen holpriger, steiniger, aber immer noch für das, was man sonst so an Wege kennt, was wir sonst so erlebt haben, ist das hier immer noch super zu bewerkstelligen. Würde theoretisch noch in Flipflops gehen. Guck mal, hier ist ein Schmetterling, der wird jetzt gleich Sarah anfliegen. Oh nee, hör auf. Sarah liebt ja Schmetterlinge. Warum stellt er den nicht scharf? Na, jetzt ist er weg. Immerhin, wir sind ja jetzt hier schon. So viel dazu, er hat auch Sarah angegriffen. Ich wollte eigentlich. Alter Schwede, ist das geil. Auf jeden Fall sieht das hier mega geil aus, wenn man jetzt hier unten so an diesem Berghang ist. Genau, es sieht aus wie hier in so einem Tropenhaus. Wie im Gelsenkirchener Tropenhaus, im Gelsenkirchener Zoom Zoo. Nur in echt. Nur in echt. Aber wirklich geil. Also müsst ihr mal, wenn ihr hier in der Nähe seid, auf jeden Fall vorbei. Und besuchen, würde ich sagen. Schon, sage ich jetzt, bevor ich den Wasserfall gesehen habe. Man hört ihn aber hier schon eindeutig. Hier geht es dann wieder ein bisschen über Stock und Stein. Also Leute, die Gehbeschwerden haben, jetzt falle ich auch noch hin. Leute, die Beschwerden beim Gehen haben, können das natürlich hier auch wieder vergessen oder bringen echt Zeit und Geduld mit. Sarah schafft es gerade noch so mit ihrem Gepäck. Mit ihrem Gepäck. So. Jetzt sehe ich so langsam Wasser, ihr wahrscheinlich noch nicht. Kommt der Sache näher. Hier geht es nochmal an der Baumwurzel lang, am Stein vorbei. Jetzt so langsam, wenn ich sieht, Und da ist der Wasserfall. wo ihr die Felswand. Ja. Mit dem Zahn da drin, ey. Voll geil. Und da ist der Wasserfall. Langsam verlassen wir hier den Wasserfall. Wir haben jetzt hier schon das Bachbett überquert. Ich bin da lang gegangen. Sarah ist die andere, bisschen einfachere Seite lang gegangen. Und jetzt schauen wir mal, wo es uns da weiterhin verschlägt.
So, da bin ich jetzt gerade hergekommen. Vergessen zu filmen. Wie immer. Jetzt gehe ich mal hier so weiter. Solange wie es geht mit Handy. Ja. Ah, voll gepackt wie so ein Packesel. Na, ist ja immer typisch. Deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen. Aber viel Wasser ist jetzt nicht unbedingt. Ich weiß aber auch nicht, wie es sonst hier aussieht. Der Bambus. Für alle, die Bock auf Regeln haben, können jetzt hier gleich auf Pause drücken und sich Regel für Regel durchlesen. Von wegen, in Paraguay gibt es weder Regeln noch Gesetze. Also hier zumindest gibt es 25 Punkte zu beachten. Diese schöne Wanderkarte hat sich jetzt nach den Regeln gezeigt quasi. Aber das sieht hier irgendwie auch so ein bisschen fehl am Platz aus, ne? Ich weiß nicht, wo das sonst stand, das Teil. Ja, so ein paar Unwetter haben hier schon gut was angerichtet. Aber mega schön. So, wir schätzen mal, dass das jetzt hier so der Weg sein soll. Und gehen mal ein bisschen weiter. Also mega geil, man sieht echt nur grün. Wenn ich jetzt denke, dass wir übermorgen in den trockenen Chaco zurück müssen, dann ist schon traurig. Aber für uns hat der Chaco halt immer noch so minimale Mehrvorteile als Ostparaguay. Aber wenn man das hier im Moment gerade nicht glauben mag. Weil das ist wunderschön hier. Wow. Ja, die Liane ist so halb fest. Ja. Und dann geht's weiter aufwärts. Ja, ist nun mal so, wenn man die falschen Schuhe mit hat oder die richtigen vergessen hat. Ja, selbst ich, Kleinwüchsiger, muss mich hier bücken, um da durchzukommen. Heute wollte ich nicht schwimmen gehen. Die Pflanze hier haben Werners Schweine immer geliebt. Das wäre also ein Paradies für Werners Schweine. Die würden hier aus dem Fressen nicht mehr rauskommen. Wie hast du das gerade genannt? Schweinegras, ne? Schweinegras. So, hier alle Pilzliebhaber. Ich denke mal, die werden jetzt nicht unbedingt genießbar sein. Ich habe keine Ahnung von Pilzen. Aber auch die wachsen hier. Definitiv, Leute, nehmt euch Zeit mit, wenn ihr hinkommt. Macht das nicht so wie wir, nur so einen knappen Nachmittag mit ein paar Stunden. Ich glaube, hier kann man noch viel, viel mehr erleben. Jo. Für alle, die dann irgendwann zu lauffaul werden, steht dann hier ein Moped parat.
Zumindest hat sich da einer die Mühe gemacht und eine Plane drüber gelegt. Wahrscheinlich irgendwie ein Arbeiter. Kann man so einen Blick auf den Nachbarberg werfen oder auf die Nachbarberge, je nachdem wie man es nimmt. Da haben wir dann noch ein Lost Place hier gefunden. Wird sicherlich nichts Besonderes sein, aber wir werden uns das jetzt mal anschauen. Irgendwann hat hier mal einer gewohnt. Brennholz liegt hier auf jeden Fall noch. Ja, viel sehen kann man nicht. Ist einfach nur ein kleiner gemauerter Raum aus Felsbrocken. Wie nennt man das? Naturstein gemauert. So, immer diese Wortfindungsstörung. Da scheint eine ganze Ecke rausgebrochen zu sein. Fehlt die Hälfte. Ja. Ist es bestimmt nicht der Motorradbesitzer. Sarah kämpft mittlerweile mit den Mücken. Also jetzt haben sich die ein oder anderen Mücken auch eingefunden hier. Ja, bleibt ja nicht aus. Ist im Moment total feucht-schwül hier, weil so viel Regen die letzte Zeit runterkam. Dementsprechend sind lauter Mücken da. Ich meine, die fühlen sich ja hier auch in so einem Wald pudelwohl. Auf jeden Fall ist die Hütte da jetzt mittlerweile schon gut getarnt. Fällt kaum noch auf vom Weiten. Wenn ihr auf das Haus zugeht, also wir sind jetzt gerade links daran vorbeigegangen. Na, jetzt sind wir gerade umgedreht, weil irgendwie ist hier nur die Motorradspur, aber keine andere Spuren. Wir wissen, dass vor uns Menschen waren. Also genau vor uns sind nämlich noch gerade Leute gelaufen. Deswegen gucken wir mal, ob da ja, so rechts ran vorbei nach oben, war auch noch ein Weg, man vielleicht da lang muss. Wir haben nämlich noch einen Termin zum Abendessen. Genau, wir haben noch einen Termin zum Abendessen. Ja, da ist ja wieder faszinierend, dass wir so einen tollen Wanderweg finden. Ein Matschweg. Phänomenal. Oh, was ist das? Na. Ah, das Schmetterling weitergeht. So, hier sind wir jetzt wieder zurück bei dem Haus. Wir kommen jetzt hier so unterhalb her. Ah, die Moskitos fressen mich jetzt auf. So, und da lang habe ich gerade irgendwo so einen Weg gesehen. Da gucken wir jetzt mal. So ansatzweise Weg. Ja, eigentlich sieht das hier. Ne? Eigentlich sieht das aus, als wenn das hier der Hauptweg wäre. Ja, genau. Das sieht mir auch so aus wie ein Hauptweg. Weg nach oben. Geh mal vor. Da wir ja nicht so viel Zeit haben, wird Mittag, Abendessen. Mittag hatten wir schon. Stimmt. Milanesa mit Ei. Was ist das hier alles für Früchte? Auch sehr interessant. Ne, die, oh du Scheiße, da möchte ich nicht filmen. Ah, die sind ja überall. Durch den Bambus, alter Schwede, ist ja wie ein Baum. Haben schon gut jetzt was hinter uns, ne? Also es geht relativ steil hoch, aber das... Ja, man hört, da rechts ist der Salto und hier geht's deutlich da Richtung Tennis. Das wird schon richtig sein. Ja, sieht auf jeden Fall richtig aus als der andere Weg. Ach du Scheiße. Ich tue euch mal weg. Sarah hat euch gerade weggetan. Dann will ich euch nicht vorenthalten, wie Sarah hier den Berg hochkraxelt. Irgendwann hatte ich ja schon mal Videos eingeblendet, wie Sarah hier relativ in der Nähe mal einen Berg runtergerutscht ist. Ich hoffe, dass ich das heute nicht muss. Ja, erstmal geht es ja aufwärts. Okay, ich muss erstmal noch mal weiter hier. Ich beeile mich, dann kann ich Sarah wieder filmen beim Hochkommen. Aber man muss ja sagen, Sarah wird immer tapferer, bewegt sich immer besser hier auch im schweren Gelände. Das muss man ja einfach mal lassen. Wie viele Jahre machen wir das jetzt schon? Ja, mittlerweile geht es so
ab und an haben wir mal so eine Herausforderung. Da sehe ich den Wasserfall sogar durchschimmern. Wird auf der Kamera jetzt nicht zu sehen sein. Das ist immer das Problem, Leute. Ihr müsst hier selber hinkommen. Auf der Kamera sieht das immer nicht mal. Auf der Kamera sieht das nicht mal halb so gut aus wie im wahren Leben. Wenn man jetzt hier schon alleine sieht, da sieht man den Wasserfall. Da vorne sind die Häuser, Berggipfel. Sarah wird von Ameisen gefressen hier. Ja. Ja, da muss ein bisschen aufpassen. Eine ziemlich glatte Stelle da. Andersrum frage ich mich hier gerade, wenn hier Leute durchgekommen sein sollten, wo sind die lang? Da scheint mir der Weg irgendwie von links. Kamera lebt noch. Kamera lebt noch, ja, das ist wichtig. Ja, natürlich hier. Ja, vielleicht lebt die andere nicht mehr. Scheißegal. Jetzt wollte ich gucken, wie es da weitergeht. Da geht es aber auch nicht weiter. Wir drehen um und gehen den Weg ganz normal wieder hoch, weil leider haben wir jetzt keine Zeit für weitere Experimente. Und ja, mein Bein scheint nicht gebrochen zu sein. Auf jeden Fall muss ich die Hose noch wechseln, bevor wir zum Abendessen gehen. Ich probiere mal. Ja, die Hose muss ich wechseln. Die ist auf jeden Fall etwas grünlich. Ja, auf jeden Fall, wie man sieht, hier geht es auch nicht weiter. Und ich habe keine Ahnung, wo die Leute hin verschwunden sind. Immerhin, ja, das war hier eine schöne Aussicht. Und ja, die Freude, wenn man dann doch nicht ganz den Berg runtergerutscht ist. So Leute, jetzt muss ich mal hier nochmal auf dem Rutsch schicken. Ich mache aber die Kamera nicht aus. Damit wenn, dann muss mein Absturz doch für die Nachwelt festgehalten werden. Ja, wie, wenn die Kamera unten ist? Ja, die holt ja irgendeiner. Wer soll die denn holen? Weiß ich nicht. Ein Abenteuerlustiger. Wer weiß. Hier war die Stelle, ne? Ja, das war hier noch so die schlimmste Stelle von diesem Weg. Und Sarah immer noch auf den Füßen, noch nicht auf ihrem Popo. Daran erkennt man, Übung macht den Meister. Aber auch schön mit so einer gekonnten Drehung. Also man muss schon auch kunstvoll so einen Berg runtergehen können. Ja, leider kommt das auf der Kamera immer nicht so hin, also rüber mit den Steigungen und so. Aber Steigungen und Neigungen und was auch immer man alles hier so haben kann in so einem Wald. Auf jeden Fall ist es hier warm. Der Vorteil ist, wenn wir gleich nochmal da an den Wasserfall kommen, können wir uns da nochmal ein bisschen abwaschen, abkühlen. Keine Ahnung, wo die hin verschwunden sind. Aber vielleicht waren die auch noch nicht das erste Mal hier, kennen sich hier vielleicht aus. Haben Zeit mitgebracht, schlafen vielleicht auch hier. Es ging aber nur hier lang. Ja, es ging da nicht viele andere Wege. Vielleicht sind wir aber auch nicht die richtigen Spurenleser, Schatz. Ja, aber man sieht halt Schuhabdruck immer noch. Weiß man nicht. Vielleicht können die das gut verschleiern. Viel abgekriegt habe ich nicht, aber jetzt kann man ja hier sich wenigstens laufen. In der Arschkälte. Ich gehe da doch nicht mehr rein. Gerade noch was geschwitzt. Naja, was man so für sauber hält. Ja, weiß nicht, ich sehe das doch da jetzt auch nicht. Ist ja egal, ja, wir müssen eh nachher nochmal duschen, bevor wir jetzt zum Abend. Das war auf jeden Fall der Salto Suizo. Wie heißt das? Salto Suizo. Ich will immer Salto Cristal sagen, dann waren wir ja schon. Mal. Bisschen lauter, glaube ich. Das war auf jeden Fall der Salto Suizo. Lohnt sich für uns sicherlich auch nochmal hier hinzukommen, um die ganzen anderen Wege
zu erforschen und uns mal anzugucken, wo man da so hinkommt. Oberhalb des Wasserfalls angekommen, haben wir unten da noch sowas wie so einen Aussichtspunkt entdeckt. Und jetzt wollen wir mal schauen, wo das Ganze hier ist. Aber da scheint es nicht zu sein, weil da steht irgendwie, man soll da irgendwie nicht, ne? Irgendwie geht es da 65 Meter runter. Ach so, wir haben dann also doch nicht gesehen. Ist ja keine offizielle Ausguckplattform wohl. Von hier oben hat man nochmal eine richtig geile Aussicht. Leider haben wir ja hier die ganze Zeit schon so ein diesiges Wetter. Wir hatten nur gestern, wo wir an diesen Ita-Letras waren, schönes Wetter gehabt. Und dann kann man hier runter gucken. Da ist schon noch so was wie eine Plattform, aber ich glaube, mittlerweile darf man da nicht mehr runter. Das hier ist auf jeden Fall richtig gefährlich, weil so wie das auf dem Schild stand, jetzt da 65 Meter runter. Nach meiner Rutschaktion gerade muss ich da definitiv aufpassen. Aber hier ist so eine Leine und eine Treppe. Vielleicht komme ich da unten an. Also unten an komme ich auf jeden Fall. Jetzt oberhalb von dem, von dieser ersten Mini-Stufe von dem Wasserfall, wo da die ersten 2 Meter runter geht, kann man auch noch mal hier so lang. Aber auch hier ist natürlich gefährlich, weil da sind dann diese 2 Meter und wo ich dann gerade stand, wo es dann richtig runter geht. Ich denke mal hier, wenn man ein bisschen aufpasst, ist es hier oben noch nicht ganz so arg gefährlich. Weil ist ja auch nochmal eine Absperrung. Und an der Stelle geht es dann runter. So, hier kann man dann weiter flussaufwärts gehen. Sarah sitzt irgendwo da oben. Zum Glück. Ich glaube, die wird mir den Arsch aufreißen, wenn sie das Videomaterial sieht, wo ich da gerade war. Das sieht sie immer nicht so gerne. Aber ist schon geil für alle, die so auf Wildwasser stehen, Wasserfälle mögen, Natur mögen. Sind hier, glaube ich, richtig aufgehoben. Gerade für Sarah und mich, die jetzt Wasser schon lange Zeit nicht gesehen haben, ist das natürlich herrlich. Und hier, genau die richtige Stelle für meinen Vater. Schöne Grüße. Das ist das, was er immer gesagt hat, wenn im Fernsehen irgendwelche Wasserfälle in irgendwelchen Naturdokus waren. Stellt euch niemals unter einen Wasserfall. Da kommen ganze Baumstämme runter. Und ich muss ehrlich sagen, als ich da gerade gestanden habe, den hätte ich natürlich nicht gerne auf den Schädel gekriegt. Aber ohne Risiko ist halt nichts los im Leben. Also wenn das Video jetzt von Sarah gesehen wird und von meinem Vater, kann ich mir mittlerweile schon von mehreren Leuten wieder was anhören. Aber egal. Jetzt noch schnell auf dem Rückweg noch. Schöner Kinderspielplatz. Sieht echt interessant aus. Mal was ganz anderes, also so richtig Gedanken dabei gemacht. So Baumhäuschen da und so. Da hinten halt dieses Fass, wo man schlafen kann. Hier Kletterpark. Wir werden uns nächstes Mal definitiv mehr Zeit mitnehmen, weil da geht es dann auch noch mal weiter rüber. Wir können ja auch noch mal grob darüber gehen, zumindest zu diesem komischen Weinfass, also zu diesem Weinfass. Irgendwie ist die Wiese hier ein bisschen unter Wasser. Aber ich habe ja keine Birkenstocks an, deswegen kann ich da ruhig durchlaufen. So wie ich mir die gestern eingesaut habe, werden die eh nur sauberer.
Ist halt heute auch wieder mal mit den Lichtverhältnissen ein bisschen dunkel, ein bisschen schwierig. Hier wäre eventuell der Weg gewesen, wo wir da rausgekommen sind. Eventuell geht es auch da zu diesen, ja, keine Ahnung, Spitzhäusern. Könnt ihr euch aber auch hier auf der Internetseite von dem Ort hier angucken. Da ist auf jeden Fall hier dieses Weinfass. Höchstwahrscheinlich wurde da vielleicht früher sogar wirklich mal Wein drin gemacht. Immerhin ist das ja hier so eine Winzerregion. Jo, für Leute, die dann mal in der Wildnis übernachten wollen. Ich glaube, für Sarah und mich wäre das zu klein. Ich glaube, da würden wir nur aneinander geraten. Hier dann noch ein bisschen Gastronomie. Wahrscheinlich, wenn das Wetter besser ist, sind dann hier auch mehr Leute vor Ort. Sieht zumindest alles danach aus. Kann ich auf jeden Fall verstehen, ist ein sehr schöner Ort, den man definitiv besuchen muss. Und hier, Schatz, guck mal, hier ist die Wanderkarte. Direkt, wenn man loslaufen möchte, kann man sich hier genau angucken. Ja, genau, kann man sich genau angucken. Ja, präsentier die doch mal ein bisschen. Ja, da sind wir dann wahrscheinlich jetzt. Estás aquí, ja. Naja. Da. Sag den Leuten auf Wiedersehen, Schatz, dann können wir fahren. Nein, bis zum nächsten Mal. Agua con gas. Una Coca-Cola. Muy lindo lugar. Sí, espectacular. Wie ihr seht, da ist die Autoscheibe und wenn man beim Reinfahren darauf geachtet hätte, da sind die Regeln. Ja, wir sind immer ein bisschen vorschnell mit Meckern. Also seht ihr auch mal die tolle Brücke hier. Oh Gott. Ich möchte doch lieber ein bisschen gerade auf die Brücke zufahren. Irgendwie ist mir das sympathischer. Ja, wir hatten schon mal, ne? Diesen Urlaub mit so einer Brücke. Genau. Da lieber da. Okay. Der Weg, den wir genommen haben hier zum Salto Cristal, ist eigentlich ganz leicht zu finden, wenn ihr hier das Schild vom Hotel Tilinski seht. Ist auf der anderen Seite der Straße eigentlich auch schon diese Satellitenschüssel mit dem Aufschrift Salto Cristal und dann geht es da lang. Wir sind ja jetzt hier schon am Ende und ich habe ja auch keinen Bock mehr an der Straße zu sein. Ihr hört, das ist hier total laut, das geht mir auf die Nerven.